Ich bin der Walter Fessler von Ort. Bin am 2. September 1929 im Elternhaus auf die Welt gekommen. Bin 7 Jahre in die Schule. Wenn der Lehrer gestorben wäre, müsste ich dann heute noch gehen. Und als ich zur Schule rausgekommen bin ich ja als Knecht zum Nachbar abgekommen. Da hatte ich im Monat 50 Franken gehabt. Und von diesen 50 Franken hat mir der Vater im Monat 2 Franken gegeben. Mit dem musste ich auskommen. Das grosse Hobby, das habe ich halt heute noch, das war immer von so Kind auf ein Geisel. Ich komme ja den Stecken über von Italien. Oder gehe es abholen, wir sind zu manches Jahr sind wir dort. Io mi chiamo Tamè Rocco, sono 75 anni che faccio questo lavoro. Finito la scuola, la mia famiglia, che eravamo diversi fratelli, il tempo era, la situazione a quei tempi era abbastanza magra come vita. Ho cominciato verso 15-16 anni, finito la scuola, con mio papà. All'inizio non ero proprio tanto, perché era un lavoro forse un po' monotono, che insomma dava poco entusiasmo, diciamo. Comunque dopo col tempo, forse dopo un po' alla volta, il lavoro mi ha cominciato a piacere abbastanza, sono andato avanti e dopo il lavoro ho anche aumentato come lavoro e continuato pian piano, insomma, e vedi che sono arrivato che a una certa età. Mi chiamo Tamè Tullio, ho 78 anni e sono 50 anni praticamente che faccio questo lavoro. Il primo lavoro che ho fatto era il falegname, poi per 15 anni poi il papà mi ha chiesto di tornare a casa perché c'era tanto lavoro. E così allora ho cominciato assieme a mio fratello. Questo lavoro per me significa una soddisfazione anche per vedere come comincia questo lavoro e finisce. Praticamente e dopo ci si appassiona col tempo a vedere il lavoro finito, a vedere la gente, le persone che comprano la frusta, a vedere che sono soddisfatti. Caio è rimasto il centro di tutta Europa per la produzione delle fruste, però ultimamente con l'avvento dei cavalli e la diminuzione delle macchine, praticamente è calata anche la produzione, però è rimasta ancora per i gruppi folcloristici, specialmente il signore Walter Fessler, che
porta avanti la nostra produzione per i gruppi folk della Svizzera. Ich stehe am Morgen um 6:45 auf. Danach gehe ich das Morgen machen. Wenn ich das Morgen gerüstet habe, dann gehen wir miteinander das Morgentassen. Nach dem Morgen gehe ich zuerst auf den Heimtrainer und gehe dort drauf eine halbe Stunde pedalen. Die Leute sagen, das erhalte ich einem jung, aber ich muss es sagen, der Jüngste ist mir halt gleich nicht mehr. Und nach dem Morgen hat man alle etwa das und dieses im Haushalt drin. Aber sie hat eines gesagt, ich könnte ja Staubsauger, wenn ich wüsste, wo anlassen und wieder abstellen. Aber das war mir zu gefährlich. Ich mache jetzt über 60 Jahre ich meine Geiseln machen. Ich kann Schlingel machen nach meinem System, wie ich haben. Dann hat der Schlingenmacher, der Schulz Fair, gesagt, ich tue eben Kennzeichen, Systemfessler. Dann wüsste er genau, ich will die und die Schlinge haben. Ich bin der George Fehr, Inhaber von der Firma Fehr Bastelbedarf und Seilerei in Erlen. Unsere Firma gibt es schon seit 1854. Unsere beiden Hauptgeschäftsfelder sind das Bastelgeschäft, also Bastelbedarf und Seilerei. In der Seilerei produzieren wir Schnüre, die wir selber flechtet, herstellen. Unter anderem auch Schlingen oder sogenannte Geiseln für den Walter Fessler. Wir spinnen Seillängen von 5 Meter bis 8,5 Meter. Damit das Seil konisch wird, muss ich am Anfang mehr Material rausnehmen als am Schluss. Das heisst, ich fange vorne an und laufe langsam hinterher und nehme immer weniger Material raus. Durch das wird das Seil automatisch dünner. Der Prozess fängt an, dass ich 4 Stränge spinne. Wenn die 4 Stränge fertig sind, tue ich sie mit einem Leitholz zu einem Seil zusammendrehen. Weil die 4 Stränge konisch sind, ist auch das Seil automatisch konisch.
se non hai passione un lavoro così è abbastanza pesante, non per fatica ma insomma, come lavoro. E dopo siamo arrivati a una certa, come dicevo prima, una certa età e mi è appassionato sempre di più. Proprio passione veramente. E anche, insomma, redditizio abbastanza, coi tempi che erano. E allora siamo andati avanti continuando. Questo legno, che si chiama Bagolaro o Celtis australis, il nome botanico, è l'unico legno che si lascia lavorare, che si piega, che è molto flessibile e più dura per tanti anni. Si lascia attorcigliare senza rompersi. Questo legno una volta veniva coltivato proprio come gli alberi da frutto qui nella valle. Ora con la produzione calata si trova meno, però comunque lo prendiamo sempre nel Veneto. È l'unica zona che praticamente cresce proprio apposta per noi, viene curato dagli anziani ancora, che si trova insomma abbastanza per la nostra produzione. Noi andiamo una volta l'anno dai contadini a scegliere il legno migliore, perché non devi avere nessun nodo, perché se no non si può lavorare. In einem zweiten Arbeitsgang knüpfe ich die Schlinge zusammenknüpfen. Entscheidend ist, dass das Gewicht einmal stimmt und die Geiseln konisch gleichmäßig auslaufen. Beim Verknüpfen muss ich darauf schauen, dass die Schlinge auch möglichst gleichmäßig konisch wird. Damit ich das erreiche, muss ich schauen, dass die dicke Stelle immer vorne ist.
Der Vorgang wird je nach Schlingenlänge etwa 4 bis 6 Mal wiederholt. Am Schluss klopfe ich noch die Übergänge mit einem Hammer flach klopfen. Damit mir die Schlinge besser in der Hand liegt, tue ich sie mit einem nassen Lumpen glätten. Die Schlinge, wenn sie mir überkommen, dann tue ich zuerst das Ende der Schlinge verbürzen, dass das nicht zurückrutschen kann. Sonst, wenn das zurückrutscht, dann ist sie dreifach tragend. Wenn das zurückrutscht, ist sie nur noch zweifach tragend. Durch das wird sie vorne noch etwa 5-6 cm länger, weil das Teil zurückgeht. Und so eine Schlinge, die liegt circa, wenn die jetzt 270, 80 Gramm ist, wenn sie von der Bude kommt, liegt sie circa 100 Gramm Fett auf. Die Frau tut im warmen, flüssigen Milchfett einen Moment einlegen, das ist vielleicht eine Sekunde, eine Sekunde. Dann darf also nur geschwind ins Milchfett hineingelegt werden.
Es ist hier hinten wirklich schön zum Arbeiten. Früher bin ich den ganzen Winter hinterher arbeiten. Und jetzt muss ich feststellen, dass die hinten die Bodenheizung eingefroren ist. Nein, eine Maus rein, tue ich alles immer zu heiligen Willen. Nein, das ist jetzt so gut. Man hat es also wirklich schön im Alter. Es ist einem nie langweilig geworden. Früher hast du gebaut mit diesen 4 Kindern. Hast geschaut, das Möglichste rauszuholen. Aber eben, man hat so einen Haufen Zeit für die Geiseln aufgewendet. Das ist nicht normal. Und auf der anderen Seite muss ich froh sein, dass ich so weit komme mit diesen Geiseln. Und man hat ja so viel erlebt, das ist ja... Nein, aber auch... Man muss dort ein Leiterli auf und tue die strecken. Und muss die oben noch an der Rafe anmachen. Da habe ich immer 3 Schrauben, haben wir 3 Jungen rein dort, und da kann ich die dann hängen. Und dann hat er mir 3 20 Kilo Gewichtsteine gekostet, dass ich die unten noch dranhängen kann. Und ich muss sagen, das ist alles gut gegangen, aber jetzt merkt man, dass die Steine einfach alle Jahre schwerer werden. Und ich habe immer gehofft, ich habe ja 4 Kinder, vorläufig. Und ich habe immer gedacht, der Jüngste, den ich jetzt habe, der sollte Interesse bekommen, diesen Geiseln. Aber bis jetzt ist das noch nicht der Fall. Ob das besser kommt, wenn er eine älter ist, weiß ich auch nicht. Das ist eine Spezialschnur, die kommt von Hasli-Rüegsau. Und jetzt habe ich noch 1, 2 Jahre gekommen, gedacht, ich sollte mich jemanden raushaben. Das weiß ich nicht. Ich hoffe schon. Und dann tue ich dort an der Wagenbrücke suchen, tue ich die Vorschlingen machen, tue die ineinander drehen. Das war sonst mehr eine Frauenarbeit, aber weil ich so viel machen musste, hat die Frau gesagt, nein, du das selber lernen. Du bist ja mehr umgegangen hinten wieder ich und hast ja die Zeit für das. Und dann habe ich jetzt das selber machen. Und dann kann ich die am Schluss verschweißen. Und wenn sie verschweißt sind, muss ich die noch verbürzen.
Io ho 90 anni, con questo lavoro mi piace, io spero di andare avanti finché la mia salute me lo concede e dopo vediamo. Desiderio sarebbe che qualcuno potesse continuare il nostro lavoro, purtroppo è venuto qualcuno a vedere, qualche giovane, però non si è fatto più sentire. Così ci dispiace che praticamente andrà a finire questo lavoro quando smettiamo noi, non c'è più nessuno, però questo ci preoccupa un po' anche per i clienti stessi, anche per lo stesso Fessler, che è preoccupato che quando smettiamo non ci sarà più fruste. Noi comunque continuiamo, siamo contenti, andiamo avanti finché stiamo bene, che possiamo continuare a lavorare, però vediamo, vedremo col futuro, non si sa. Also ich heisse Fessler Walter, sage ich Wedi. Ich bin der älteste Sohn von 4 Geschwistern, vom Geiselmacher Fessler Walter und dem Leni Tettling, also des Gemeindeschreibers Leni von Lauerz. Den Stecker nehme ich, tue das Leder drumherum, tue es anzeichnen, ganz genau, was der Steckenumfang hat. Von dort weg gebe ich einen Zuschlag am Leder. Und wir sagen dem der Bart. Und das wird nachher auch weggenommen. Es ist eine sehr präzise Arbeit, weil es ist jeder Stecken anders. Das heisst, jedes Leder passt nur an den Stecken, wo man angepasst hat. Die Stecken sind ein handgemachtes Produkt. Es ist keiner gleich. Darum gibt es auch eine Nummerierung für jeden. Heute bin ich im Ruhestand. Früher habe ich als Polsterer gearbeitet und natürlich sehr viel mit Leder zu tun gehabt. Und dann ist das irgendwann sehr logisch gewesen, dass ich die Geiseln an ihm einfasse. Daheim hast du den Stecker wieder aufgetragen, es ist drinnen die Seele, wie sie sagen, die haben wir rausgenommen. Und anhand von dem hat man den Federstahl eingebaut.
Und der Federstahl, da habe ich etwa 12 dicken Federstahl, da hat man auf einen Brübel und hat der diese drinnen da und hat eine Schlinge genommen und hat die gewogen. Und danach hat man probiert und das ist nicht gegangen. Da hast du gemerkt, die Schlinge ist schwer und das ist das Leichte. Da hast du wieder müssen eine andere Schlinge dran, du hast die wieder gewogen und so hat man Brübel und hat wieder andere Federstahl drinnen da. Bis das richtig zusammengeklappt hat. Also. Und wenn ich die zusammengestellt habe, tue ich die Schlinge und den Stecken nummerieren. Die Schlinge und der Stecken die gleichen Nummern. Und dann gebe ich sie am Sohn zum Einfassen. Und der tut die mit Leder überziehen. Wenn es also wirklich knapp drüber geht, bringe ich die nicht drüber, ohne dass ich Wasser an die Hände tue, weil sonst sprungen wir die eine Art nicht drüber. Die sind also wirklich knapp eingefasst und man sieht auch zuletzt, wenn man drüber schaut, jede Litze, die unter dem Leder ist. Das Ziel ist es, dass jeder Stecken möglichst präzise eingefasst ist zuletzt. Ja, und ich muss da, wenn die Schlingen gestreckt sind, eine Vorschlinge dran tun. Und die Vorschlinge, wenn es fix fertig ist, muss die genau bis an die Ende von der Wagenbrücke gehen. Da bin ich sicher, dass das stimmt. Da sind wir alles müssen prüfen. Früher, bis wir so weit war, dass man von jeder Schlinge genau lang hatte von dieser Vorschlinge.
Und danach mache ich den Stecker fertig. Das muss das Lederli angeschossen werden und noch eingebunden. Mein Wunsch ist vor allem, dass wir noch ein paar Jahre hier sein können. Mein grösster Wunsch ist, dass ich vor der Frau sterben kann. Wir sind so miteinander aufgewachsen und sind so ineinander verwachsen, dass das gar nicht mehr geht, wenn sie nicht mehr da ist. 69 Jahre, wo wir jetzt geheiratet sind. Wenn ich sie nicht mehr hätte, ich wäre total verloren. Und was Sachen Geiseln anbelangt, hoffe ich doch, dass der Sohn, der Werni, oder das Grosskind, der Marco, wäre auch ganz ein guter Klipper, dass einer von denen das Handwerk weitermacht. Aber das ist noch nicht gesagt. Das Dachshaar habe ich jetzt so Ried innen raus. Früher habe ich es von Oberurner gehabt, aber der ist ja leider nicht mehr existiert. Und jetzt habe ich das Ried innen, komme ich das über. Und dann schneide ich das selber. Schneiden. Durch diese Bänder schneiden. Und dafür als Zierung habe ich Dachshaar. Und zuletzt kommt dann noch als Verzierung das rote Lederli unten drumherum und die Fingernägel. Jetzt, wenn ich eine Geisel fertig habe, dass sie mir richtig läuft, ich habe schon manchmal an einer angefangen, am Morgen ist mir am Abend nicht richtig gelaufen, dann gehen sie auf die Wagenbrücke gegangen und machen am anderen Tag wieder weiter, bis sie mir richtig läuft. Ich kann schon sagen, jede Geisel, die rausgeht, die muss mir jetzt 100%ig laufen, sonst geht sie nicht raus. Nein. Ich sage, es ist ein Geschenk Gottes, dass du so alt werden, noch gesund und zweig bist und alles, was du machst, das ist noch begehrt. Es ist jetzt nicht, dass du etwas machst, wo nachher daneben kommt. Das ist die Fässlergeisel, die haben heute einen Namen. Früher haben wir ja Lehrbuben gehabt, das war nicht normal, die sind wohl Lehrer klopfen.
Das ist so. Ich habe nie gedacht, dass das eigentlich so rauskommt, dass einem die Kraft so nachlässt. Und jetzt sind mir der Doktor noch verboten, dass die Frau nicht mehr auf den Armen umtragen. Das ist nicht normal. Wenn sie mich sehen, sehen die Leute schon, dass ich wahnsinnig viel geklebt an den grossen Ohren an, die ich jetzt habe, an der Frisur.